Okay, hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, heute reden wir über die Bücher, die ich im Juni und Juli gelesen habe. Ja, ich habe ja vergessen, ein einzelnes Video für den Juni zu machen. Deswegen genau wie bei meinem letzten Video, die 2 Monate in einem Video. Also ich habe in den 2 Monaten insgesamt 13 Bücher gelesen. Ja, also fangen wir gleich mit Juni an. Die ersten 4 Bücher, die ich in dem Monat gelesen habe, waren Volume 4 bis 7 von Starving Anonymous. Ja, in dieser Manga-Serie geht es quasi darum, dass Menschen entführt werden und die dann basically wie so Tiere in irgendeiner Fabrik gehalten werden, dann an etwas verfüttert werden, quasi. Ist eine sehr gute Manga-Reihe. Ich habe den Bänden, die ich gelesen habe, alle 5 Sterne gegeben, bis auf den letzten. Da fand ich das Ende nicht so gut erklärt und deswegen halt nur 4 und nicht 5 Sterne. Es gibt dazu noch eine Spin-off-Reihe. Ja, die habe ich aber auch noch nicht gelesen. Genau, als nächstes habe ich dann Sanctify, Lost Paradise gelesen. Das ist auch ein Spin-off, eben zu der Sanctify-Reihe. Da geht es quasi um einen Exorzisten, der an einem Fall zusammen mit der Polizei arbeitet. Genau dem Spin-off habe ich 4,5 Sterne gegeben, war eigentlich auch sehr gut. Ja, die Reihe war insgesamt auch gut, nur der erste Band war sehr langsam. Im Gegensatz zu dem, was dann in den letzten passiert ist, wo es schon wirklich sehr viel passiert ist, dass es schon fast wieder zu schnell war. Und danach habe ich dann Was die Nacht verschweigt von T. Kingfisher gelesen. Das ist der zweite Band in der, ich weiß gar nicht, wie man diese Serie nennt. Auf jeden Fall, da geht es um den Hauptcharakter Alex Easton. Also ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben. Ich fand das erste in der Reihe definitiv besser. Bei dem hier fand ich, dass so dieses Horrorelement und auch dieses Übernatürliche bisschen sehr spät in dem Buch erst richtig dazu gekommen ist. Und es ist ja sowieso schon eher ein sehr kurzes Buch. Ich würde sagen, hat es 192. Und ja, es hat halt sehr lange gedauert, bis so dieses übernatürliche Element halt wirklich richtig eine Rolle gespielt hat. Und ja, ich finde einfach, der Einstieg hat ein bisschen zu lange gedauert hier, bis dann nochmal wirklich was Richtiges passiert ist. Und ich finde, es hätte auch ein bisschen mehr Horror in dem Buch sein können, so generell. Jens hat halt, wie gesagt, keine Ahnung, fast die Hälfte des Buchs gebraucht, bis halt auch mal wirklich was passiert ist. Ja, aber das Ende war trotzdem irgendwie nice. Genau, und danach habe ich die Manga-Serie Leviathan beendet mit dem 3. Band. Also ich fand, das war auf jeden Fall ein gutes Finale für diese Manga-Serie. Ich habe dem Band 4 Sterne gegeben. Also der Artstyle ist ein bisschen anders wie in den meisten Mangas, aber fand ich eigentlich trotzdem sehr gut. Ja, also ich habe am Ende nicht wirklich den Grund dafür verstanden. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, für was, wäre das schon ein Spoiler, aber ja, ich habe den Grund nicht wirklich verstanden. Das war ein bisschen. Erstmal, worum geht es da überhaupt? Es geht um ein Raumschiff quasi und da ist eine Schulklasse auf diesem Raumschiff und dann wird auch was beschädigt. Und dann haben die nur noch für eine gewisse Zeit an Stunden Sauerstoff. Und es halt auch nur eine Rettungskapsel gibt, wo sich nur einer retten kann. So, damit kommen wir schon zum Juli. Das erste Buch, was ich in dem Monat gelesen habe, war The Alchemist von Paulo Coelho. Ich habe dem tatsächlich 5 Sterne gegeben. Ich fand, das war ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Ich würde schon sagen, es war sehr fast-paced. Ja, ich fand, es war auch eine sehr schöne Story. Und es sind auch kleine Bilder drin, die auch ganz cute sind. Hier zum Beispiel. Manchmal war dieser Stuff so über Gott ein bisschen nervig, wenn da mal drüber gesprochen wurde in dem Buch. Ja, aber war jetzt nicht übermäßig viel. Das Buch ist auch so ein bisschen Magical Realism. Und da geht es quasi um einen Schäfer aus Andalusien, der quasi seinen Schatz sucht. Genau, weil er davon geträumt hatte. Und er hat quasi von den Pyramiden geträumt und möchte deswegen nach Ägypten reisen. Und genau, das Buch folgt ihm quasi dann auf seiner Reise. Und danach habe ich Crime and Punishment von Fjodor Dostojewski gelesen.
Oh Gott, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das Buch. Habe ich auch nur 2 Sterne gegeben. Jeder Charakter in diesem Buch war so hysterisch und hat überhaupt nicht einmal kurz gechillt und nachgedacht, sondern war immer sofort so übelst hysterisch, ist rumgerannt und hat, weiß ich nicht. Es war einfach bisschen viel und ein bisschen weird auch. Und ich habe auch die Dinge, die die Charaktere getan haben, überhaupt nicht nachvollziehen können oder verstanden, warum die das jetzt tun. Es war einfach so, warum machst du das jetzt? Wieso? Also mittlerweile wundere ich mich auch ein bisschen, warum so viele Menschen sagen, dass das wirklich ein richtig gutes Buch ist und so viele deswegen, also ich will jetzt niemandes Booktaste judgen, aber boah, das ist wirklich, ich sehe es irgendwie nicht. Also ich sehe es nicht, was da so gut an diesem Buch ist. Das Buch hat aus 703 Seiten und es hat sich wirklich so lang angefühlt, wie es ist, teilweise sogar noch länger. Ja, genau, so viel dazu. Und dabei hat sich das eigentlich sehr gut angehört. Vom Inhalt her, ja, da geht es quasi um Raskolnikow. Der war ein ehemaliger Student und er lebt in St. Petersburg, ist ziemlich arm und dann begeht er halt einen Mord. Und ich fand das Buch halt einfach sehr anstrengend und langweilig. Danach habe ich ein Selbsthilfebuch gelesen, Nur keine Angst vor der Angst, heißt es, das von Evelyn Leje. Ich habe dem Ganzen 2,5 Sterne gegeben. Also es war okay, aber auch jetzt nichts Weltbewegendes. Und ich erinnere mich auch an so gut wie nichts aus dem Buch noch. Bis auf dieses eine, was einen ziemlich größeren Part hier eingenommen hat, der mir aber auch sehr zu esoterisch war. Und auch diese Aussage, die die Autorin hier in diesem Buch macht, und zwar, dass jede Angst davon kommt, von der Angst zu sterben. Und das finde ich ist einfach Bullshit. Die sagt halt mehrmals in diesem Buch, dass es wirklich nur von der Angst zu sterben kommt. Und das finde ich halt einfach nicht richtig. Auch von meiner Erfahrung her nicht richtig. Genau, deswegen, ja, ich würde das auch nicht wirklich irgendwem empfehlen, dieses Buch hier. Und danach habe ich The Life of a Stupid Man gelesen von Ryonosuke Akutagawa. Genau, in diesem Buch ist quasi eine Kurzgeschichte und 2 autobiografische Sachen von dem Autor. Ja, also ich habe jetzt die 4 Sterne eher nur auf diese Kurzgeschichte bezogen und nicht, die ich dem Buch gegeben habe und nicht auf diese autobiografischen Sachen, weil ich gebe so Autobiografien und so nicht so gerne eine Bewertung, weil sich das immer anfühlt, als würde ich eher das Leben von denen, der es geschrieben hat, bewerten und das ist irgendwie nicht richtig. Genau deswegen beziehen sich die 4 Sterne eher eben auf die Kurzgeschichte. Ansonsten hat mir das auch sehr bisschen Vibes von No Longer Human gegeben von Osamu Dazai. Danach habe ich noch 2 Mangas gelesen. Und zwar den 5. Band von Midnight Children, das ist ein Dracula-Retelling. Also ich finde diesen Manga sehr gut, aber auch sehr verwirrend. Okay, und dann das letzte Buch, beziehungsweise der letzte Manga, den ich im Juli gelesen habe, war der 3. Band von Chainsaw Man. Ja, also ich habe den beiden letzten Mangas 4 Sterne gegeben. Ich fand den hier auch wieder sehr gut wie die anderen 2 Bände davor. Genau, und in dem Manga geht es quasi darum, dass sich Denji hieß der Hauptcharakter, glaube ich, quasi ein Teufeljäger ist, aber er hatte auch einen Teufel als Haustier und dann wurden sie aber angegriffen und um Denji zu retten, hat der Teufel sich quasi als sein Herz mit ihm verbunden oder so und dann kann Denji halt zu diesem Kettensägenteufel werden und so. Finde ich bis jetzt eine ziemlich gute Manga-Serie. Ich habe auch angefangen, den Anime zu schauen, aber nur so weit, wie ich halt die Mangas gelesen habe. Ja, das war es eigentlich mit den Büchern und Mangas, die ich im Juni und Juli gelesen habe. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten. Tschüss.